Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Vampyr. Im letzten Part haben wir endlich mal unsere Erfahrung ausgegeben. Und haben erfahren, dass Hamilton vielleicht zum Skull geworden ist. Na, wir werden es rausfinden. Allerdings musste ich noch mal zurück zum Friedhof und die irgendwie überzeugen, dass die zurück nach Whitechapel geht. Wenn es möglich ist. Beziehungsweise, wenn ich die Bahnstufe dafür habe. Ich glaube, anders kann ich die nicht überzeugen. Zumindest nehme ich es jetzt erstmal so an. Ja, stimmt, ich habe ja mal geschlafen, das heißt, die Gegner sind wieder da. Jetzt aber auch, wir machen mehr Schaden. Ja, das mal los. Und dann liegen die zwei auch noch. So. Und hier ist schon der Friedhof. Heißt, die Skulls könnten jetzt auch wieder da stehen. Oder auch nicht. Ist sie nicht mehr da? Das stimmt, sie wollte ja zu irgendeinem Grabstätte. Ich erinnere mich wieder. War ja was. Mal schauen, ob ich sie überzeugen kann. Are you all right, Miss Shun? My name is Xiao Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiao Shun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. Dann hören wir ihre Lebensgeschichte erstmal an. Are you on your own? Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence, and I need sadness. I've seen many deaths in my life, and we all grieve in our own way. Some stay silent, or need to shout. Others need company, and some just can't stand it. Thank you for your sincere words, Dr. Reed. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. Tell me how your husband died, Xiao Shun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen? I'll never know.
The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. Okay. Oh. Sie können mir fragen, ob sie irgendwas Dorothy weiß. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? I heard that she used to help the refugees, but unfortunately you don't see her around anymore. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. Ja, das ist wieder schwierig mit den Antworten. To be honest, I don't know. Please forgive me if I've upset you. We must all honor our departed loved ones in our own way. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say, I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. Okay, das war nicht der letzte Hinweis. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? No. But I felt I should share it with you, since she is buried here too. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reed. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. Ja, natürlich. Ja, das war eine Antwort, hätte ich mir eigentlich mehr gewünscht damals, wie wir die Beichte abgelegt haben. Aber okay. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too. Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reed. Thank you for your company, Xiaoshun. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. Ja, okay. Goodbye. Mehr könnte ich sie nicht fragen. Ja, zumindest hat das Beste gepasst. The world has gone cold. Ja, na gut. Hätten wir das mit ihr auch geklärt. Dann könnten wir uns eigentlich auch um die Apothekenkiosk kümmern und die 10 Docks runter müssen. Ist ja auf dem Weg. Das ist ein bisschen nervig. Wo geht's hier noch mal nach draußen? Nicht hier, irgendwo weiter hinten. Hier geht's nach draußen. Allerdings muss ich davor die Gegner hier legen.
Sehr kann schon. Lass dich einfach erledigen. Ja, okay, das ist jetzt eigentlich auch nicht so schlimm mit der Abklingzeit der ultimativen Fähigkeit. Habe ich mir schlimmer vorgestellt. Was jetzt wirklich ist. Das nervt mich allerdings gerade trotzdem ein bisschen, dass wir so auf den Ladescreen laufen. Hatten wir nicht am Anfang eigentlich eher weniger. Na gut. Mann, ja. Klar, dass sich das noch ändern wird. So, ich kann mal hier durchs Krankenhaus. Sollte ich auch schnell genug sein. So, ich noch mal ganz kurz hier nachschauen. Wenn wir das gemacht haben mit der Apotheke, müsste wir zum einen bei den beiden wahrscheinlich noch eine Information bekommen und für die müssten wir da auch noch die letzte Information bekommen. Legbox, ich habe keine Ahnung, wo ich da noch Informationen habe, kriege. Aussehen, zu befragen, was halt noch übrig ist oder so zu befragen. Mal schauen, hat da irgendwas Neues? Hey, Doc. Nö, da fehlen mir immer noch 2 Hinweise. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? All I know is I ain't letting anyone rip my throat out in my sleep. I found myself a nice blade, Doc. I'm ready. I'll leave you for now, Mr. Cox. Ja, na klar. Das ist eigentlich nicht das, was wir wissen wollten. Ne, erstmal nicht hier. Das war weiter hinten. Dann kann ich noch weiter hier unten lang gehen. Sollte eigentlich reichen mit der Todes. Ja. Direkt darüber? Nö. Oder? Doch. Noch hier oben. Ja, ist ja nicht die Stelle. Wir kamen von hier unten. Da haben wir unsere Schwester getötet. Und hier sind natürlich auch wieder ein Pascal. Und die Apotheke ist hier scheinbar auch um die Ecke.
Findest du, vielleicht mal da ein bisschen mehr schauen. Komm schon, lass dich zapfen. Geht tough. So, mal schauen. Dr. Stricklands Liste. Bestellt von Dr. Tori Strickland. Farmbrook Hospital. Liste der Zutaten und Substanzen. Lachrümer, Bavaris, medizinisches Opium, Natrium, Hypochlorid, Kalium, Permangan, Granat. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. Ja, das haben wir schon festgestellt, dass nicht so gut funktioniert. Das war jetzt nur die Liste, ja. Jawohl, das war ja eigentlich Tippets, der den einen umgebracht hat. Mit einer Überdosis. Okay, da komme ich so nicht durch, ohne entdeckt zu werden. Easy does it, boys. We can deal with this. Mal schauen, ob ich die gegen die anderen aufhetzen kann. Sagen. Ich bin gerade nicht ganz so angriffslustig. Okay, die dürfen sich gegenseitig bekämpfen. Habe ich nichts gegen. Solange sie nicht auf mich hetzen, habe ich nichts gegen. Und dann werden wir wieder bei den Docks. Wo wir erstmal ein paar unbekannte Gesichter sehen. Okay. Ja, stimmt, der leidet ja noch an der Schöpfung, weil ich hier irgendwo... Genau, das versteckt. Jetzt müsste ich eigentlich genügend mit haben. Kann ich eine Serie herstellen gegen Erschöpfung? Ja, kann ich natürlich. Mal schauen, wie viele hier wirklich krank sind. Okay, und da ist eine Leiche. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. This time. Ja, natürlich. Ja, beim letzten Mal haben wir dann ja nicht so viele Fragen stellen können. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Alkohol ist aber auch nicht kostenlos. What
What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am, Doc. Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I'll drink at night. Ja, natürlich. Solange bis eine Alkoholvergiftung hat. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it. And now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is. I'm not sure I'd memorize it. Ja, natürlich werden wir das machen, wenn wir dahin kommen. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. Another time, perhaps. I'm not sure I want to hear another sad story. Okay, dann noch eine persönliche Frage. Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure, I wanted things to change. To really change, and to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Ein friedlicher Wandel wäre nicht schlecht, manchmal. Ja, mal schauen, weißt du vielleicht irgendwas zu Hampton? I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted. I don't know if he's back. Who could tell me then? About the sad saint? I try asking Tom Watts about him. Goodbye, Mr. Delaney. Tom könnte vielleicht das wissen.
Na gut. Allerdings, bevor wir jetzt hier weitermachen, werde ich den Part an der Stelle auch schon beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, was euch gefallen hat. Wenn nicht, das sollte, könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Vampyr wieder. Ciao.